Handwerkszeuge und Möbel sind eng miteinander verbunden und können uns sehr viel über das Leben unserer Vorfahren erzählen, wenn man hinhört. Hier eine Kommode. Eine Kommode aus der Zeit von 1790 bis 1820. Die Zeit, wo Goethe und Schiller in Weimar zusammen sehr produktiv waren, Napoleon halb Europa erobert hatte und Amerika sich von England losgesagt hatte. An dieser feinen Kommode waren kleine Restaurierungen nötig, wie dieses Rückwandbrett hier unten. Um dies zu ersetzen, nutze ich hier ein Brett von ca. 1850, einer Louis-Philippe-Kommode. Dazu nehme ich aber das Pyramidenmahagoni ab, weil das sehr wertvoll ist für weitere Ergänzungen. Das mache ich mit Wärme und Wasser und einer kaputten Japansäge beziehungsweise auch eines deutschen Fuchsschwanzes, den ich dann nämlich so drunter schiebe zwischen Leimschicht und Furnier. Immer wieder anfeuchten und dann mit dem Föhn die Stellen warm machen und mit dem Metall, mit dem Flacheisen vorsichtig lösen. Man sieht es hier. Ja, das war mir die authentischste Ergänzung bei so einem alten Möbel. Ich arbeite das auch in der traditionellen Technik aus, mit dem Schrubhobel und dem Schlichthobel. Hier das Furnier, wie gesagt, viel zu schade, um es irgendwie runterzuschleifen. Ich packe das ein, lasse das jetzt 1-2 Stunden so trocknen. Hier haben wir das rohe Brett, was ich jetzt dazu benutze, um hier hinten dieses Rückwandbrett zu ergänzen. Das ist ein Sperrholz, was sich schon auflöst. Und die wurden auch nur angenagelt, die waren nicht im Rahmen angefertigt. Jetzt geht es daran, mit dem Schrubhobel erstmal die Fläche abzurichten. Das macht man im Winkel von 45 Grad, führt man den Hobel über das Brett, also im Winkel von 45 Grad zum Faserverlauf. Ja, bei Ästen muss man auch mal die Hobelrichtung ändern. Und das ist ein langer Prozess, wenn man bedenkt, dass dieses Möbel entstanden ist in einer Zeit, wo fast alles noch mit Hand gefertigt wurde, zumindest auch in der Tischlerei. Es gab ein paar Dampfmaschinen oder ein paar mit Windkraft und Wasserkraft betriebene Sägewerke gab es auf jeden Fall. 1787 wurde ein mechanischer Webstuhl erfunden, 1783 der Heißluftballon, die erste Dampflokomotive 1808, 1810 hat Hahnemann die Homöopathie entwickelt und Dreis hat 1817 das Laufrad entworfen. Faraday hat 1821 die Grundlagen des E-Motors entwickelt und so weiter. Also wir waren also in einer Zeit der Anfänge unserer heutigen industriellen Welt. Und hier sehen wir die typischen Hobelspuren eines Schrubhobels. Das findet man oft auf Rückseiten von Rückwänden oder Unterböden eines Schrankes. So, ich habe mich entschlossen, die Rückwand doch noch zu schlichten. Das ist ein Hobel mit nur einem Eisen ohne Klappe. Ja, damit kann man schlichten. Interessant, der Begriff schlichten. Der wird hier verstanden wie eben machen, gleich machen. Schlichten in der Justiz, die Interessen ausgleichen. Wir gleichen hier die Wellen aus. In der Justiz gleicht man damit die Interessen aus. Und jetzt geht es daran, ich habe eine Seite abgerichtet. Meine Rückwand an der Kommode ist 12 mm dick und stelle mir hier 12 mm ein und reiße die Schmalkanten an. Hier bleiben jetzt 8 mm zum Runterhobeln. Ich habe eine kleine Challenge gemacht und zwar
Mal schauen, wie lange ich hierfür brauche. Was dauert länger? Brett einspannen auf der Hobelbank und loslegen, 8 mm runterholen oder meine kleine Abrichten-Dikten-Maschine umzubauen und da diese 8 mm runterhobeln. Das ist eine kleine Maschine, also ich kann circa, maximal einen Millimeter runterhobeln, vielleicht auch nur so einen halben bis drei Viertel. Also ich brauche auch meine 8 bis 9 Durchläufe bei der Maschine. Das ist jetzt hier mal ein Vergleich. Oben Handarbeit, unten Maschinenarbeit. Ich finde nochmal die Zeit sehr spannend, in der dieses Möbel entstanden ist. Altes wurde über Bord gespült in Amerika wie in Europa. Die Monarchien mussten um ihre Existenz bangen und es entstand was Neues. Es entstanden die ersten bürgerlich geprägten Gesellschaften. Der Kapitalismus natürlich in England schon lange vorbereitet. Durch die Rosenkriege wurde ja die Monarchie sehr geschwächt und es entstand ein neuer Adel, der auf kapitalistische, also auf Lohnarbeit setzte, was ja der Ursprung der kapitalistischen Funktionsweise der Wirtschaft ist, diese Lohnarbeit und nicht mehr Abgabe in Naturalien oder so eine Sachen. Somit führten die Rosenkriege Ende des 15. Jahrhunderts zur Schwächung des Feudaladels in England und die Machtbasis Land- und Menschenbesitz war nicht mehr das Entscheidende, sondern eher der Besitz an Produktionskräften, Produktionsfähigkeiten. Und das förderte natürlich das Aufkommen einer bürgerlichen Schicht und mit der industriellen Revolution im 18. Jahrhundert hatte England dann einen Vorsprung von 100, 200 Jahren gegenüber den anderen feudalen Gesellschaften in Europa. Ich finde sehr interessant, wie lang der Atem der Geschichte ist und wir haben so Zeugnisse aus dieser Zeit hier. Das ist sehr spannend. Hier bin ich jetzt mit meiner Maschinenarbeit schon fertig. Jetzt folgt noch die Umrüstzeit, also jetzt die Dicknobelmaschine wieder in eine Abrichte zu verwandeln. Die erste Abrichter auf der Weltausstellung in Philadelphia wurde übrigens 1876 vorgestellt. Aber die Grundlagen dafür wurden schon viel früher getroffen. Also die Erfindung, das war natürlich die Vermarktung, aber die Erfindung, die war schon so 1800 in den 20er Jahren. In England, glaube ich, war das. Müsste ich nochmal schauen. Ja, jetzt geht das Umrüsten zu Ende und ich bin immer noch fleißig am Hobeln, immer noch mit dem Schrubhobel, noch nicht mal mit dem Schlichthobel. Wie gesagt, 6,5 Minuten war der Prozess bei der Maschinenarbeit und ich nehme es schon mal vorweg, 8 Minuten circa habe ich gebraucht, um das Brett von Hand zu hobeln. Wir sprechen jetzt von der einen Seite jeweils diese 8 mm runterzuhobeln. Also pro Millimeter eine Minute, kann man sagen. Naja, den Rest schlichten wir jetzt. Und dann erhalte ich hier auch mein 12 mm Rückwandbrett.
Die letzten Reste. Kontrolle. So, ich bin jetzt am Riss an beiden Seiten. Hier am Riss. Hier ist der Riss auch rangehobelt. Also, Arbeit ist die wärmste Jacke. Das Rückwandbrett hatte ich ja vorher schon von Längen geschnitten und von Breiten. Jetzt habe ich es eingepasst und bei dieser Montagearbeit jetzt habe ich mir nochmal den oberen Bereich hier angeguckt und hier sperrte die Rückwand nach hinten raus, ein paar Millimeter. Das hat mir nicht gefallen, deshalb habe ich mir das nochmal genauer angeschaut und bemerkt, dass die Laufleisten der Schubkästen nach hinten abstehen, 2-3 Millimeter. Das passiert dadurch, dass die Seiten trocknen und in der Länge trocknet das Holz nicht, schwindet nicht. Trocknen tut es natürlich, aber es schwindet nicht und deshalb, wenn man die zu knapp arbeitet, stoßen die nach hinten raus und stoßen die Rückwand ab. Und die werde ich jetzt nicht noch rausnehmen, weil die ist mit ganz vielen Nägeln genagelt. Mit meiner geköpften Feinsäge habe ich hier die Leisten abgeschnitten, etwas eingekürzt, sodass die Rückwand wieder in den Falz liegen konnte. Und hier natürlich dasselbe, der mittlere Laufrahmen war auch zu lang. Der war hinten vernagelt mit der Rückwand. Den Nagel habe ich durchgeschnitten und so konnte ich die rausnehmen. Abgesägt. So, schwupps, da merkt man es gleich, die Spannung geht aus der Rückwand raus. Sind auch ein kleiner Überstand. Hier sieht man es. Ja, und der Laufrahmen sieht erbärmlich aus. Da wurden schon mal links und rechts 2 Leisten angenagelt, weil der ausgelaufen ist. In dem Fall habe ich die Leisten abgemacht. Die waren nur mit 3 Nägeln befestigt und habe, weil ich das Original erhalten wollte, habe die Laufleiste ausgefräst, ausgefälzt und neu mit Kiefernholz aufgeleimt. Hier steht der Hobel auf der Bank, so wie man es nicht machen sollte. Ja, das ist ein No-Go. Warum ich das gemacht habe, unglaublich. Ja, jetzt bemerke ich selber, das war nicht gut so, man legt den hin, so geht es gar nicht. Hinlegen ist in Ordnung oder hinten auf die Banklade stellen, so dass das Eisen frei ist. Hier sieht man nochmal, wie stark der Laufrahmen ausgelaufen war. Ja, da läuft kein Schubkasten mehr gut. Das wurde wie gesagt ausgefälzt und aufgedoppelt mit einer Kiefernleiste. Die Schubkästen waren alle sie hatten untergenagelte Böden, die ich abgelöst habe und dann habe ich gemerkt, der Korpus war total wackelig. Also die steckten noch alle in ihrer Verzinkung, aber der Leim war schon nicht mehr funktional, sodass ich sie auseinandergenommen habe. Dabei ist auch mal so eine kleine Stelle gerissen. Da wurde nämlich von vorne in die Seite reingenagelt, was ich nicht gesehen hatte beim Abmachen des Vorderstücks. Das wird hier wieder mit Fischleim und geleimt und Tesafilm als Verleimhilfe zum Festzwingen. Das bringt genügend Spannung, dass die gut miteinander leimen, die Flächen. Ja, natürlich Reinigen der Innenflächen ist in dem Fall auch viel genauer möglich. Ich habe hier einen Kirschner. Man hört es. Hier ist es von hier fest. Hier raschelt es. So. Das gilt es zu leimen. Ich entscheide mich jetzt für den Knochenleim, weil der wird schneller fest als der Fischleim. Wenn solche Stellen schwer erreichbar sind, also nicht dicht am Rand, sodass man gut mit der Zwinge rankommen kann, muss man sich die Zwinge oder den Druckpunkt verlängern. Die Zwinge verlängern geht nicht, aber den Druckpunkt. Jetzt kurz mit dem Bügeleisen drüber gehen. Das Ganze nochmal schön erwärmen. So dass ich
auch der alte Leim gut anlöst. Einen Moment drauf lassen. Ich gehe das immer noch mal rüber und reibe es mit dem Furnierhammer an. Und für die restliche Angst, dass ich das Furnier wieder lösen kann, packe mein Plexiglas da oben drüber, dass ich sehen kann, wo ich drücke. Dann nehme ich mir diese Leiste, eine andere quer und man muss sich beeilen, solange der Leim warm ist. So, jetzt übe ich hier ein bisschen Druck aus und damit ist die Stelle gesichert. Das ist dann die Schlussvorstellung von der Kommode. Ich habe sie mit einem Gemisch aus Venezianer Terpentin, Schellack und Sandarak lackiert, gestrichen und ein wenig anpoliert mit dem Ballen, um die Pinselstriche dann doch wegzunehmen. Ein wunderschönes Ergebnis und eine lebendige Geschichte, wenn man sich, was ich eingangs gesagt habe, nochmal vorstellt, in welcher Zeit die entstanden ist.